Lektion 1. Sportbeobachtungen. Viele Beobachter des Sportestablishments auf der ganzen Welt verfolgen dies aufmerksam. Ja, es ist faszinierend, wie Sport Menschen weltweit verbindet. Unbedingt. Fans bilden oft starke Gemeinschaften rund um ihre Teams. Und es kann zu leidenschaftlichen Diskussionen und Debatten führen. Ja. Manchmal scheint es, als ob jeder eine Meinung zu teilen hat. Genau. Sport kann starke Emotionen hervorrufen, sowohl positive als auch negative. Es ist interessant, wie Spieler und Teams die öffentliche Stimmung beeinflussen können. Ja, und diese Dynamiken spiegeln oft umfassendere gesellschaftliche Probleme wider. Das ist eine großartige Beobachtung. Sport ist wirklich ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Lektion 2. Diskussion des Vorschlags. In Bezug auf den Vorschlag, den Sie heute Morgen geschickt haben, freue ich mich, dass Sie sich gemeldet haben. Ich freue mich auch. Was sind deine ersten Gedanken dazu? Ich denke, es ist gut strukturiert, aber ich möchte ein paar Punkte besprechen. Das ist verständlich. Welche spezifischen Punkte ziehen Sie in Betracht? Ich möchte die Haushaltsdetails und den Zeitplan für die Umsetzung klarstellen. Das macht Sinn. Klare Zeitpläne sind entscheidend für erfolgreiche Projekte. Ja, ich glaube, dass eine frühzeitige Festlegung von Erwartungen dazu beitragen kann, Missverständnisse zu vermeiden. Unbedingt. Lassen Sie uns einen Zeitpunkt vereinbaren, um es gemeinsam durchzugehen. Tolle Idee. Ich denke, die Zusammenarbeit wird den Vorschlag weiter stärken. Lektion 3. Kunst und Emotionen. Es weckt Emotionen und bringt Freude in mein Leben. Was ist mit dir? Mir geht es genauso. Kunst hat die einzigartige Fähigkeit, bei uns Anklang zu finden. Unbedingt. Es kann unsere Stimmung inspirieren und heben. Ja, ich denke oft über die Gefühle nach, die das hervorruft. Das ist wahr. Kunst kann auch bedeutungsvolle Gespräche auslösen. Genau. Es eröffnet Diskussionen über verschiedene Perspektiven und Erfahrungen. Ich liebe es, Galerien zu besuchen und zu sehen, wie verschiedene Stücke Menschen beeinflussen. Ich auch. Es ist faszinierend zu sehen, wie Kunst so viele Leben berühren kann. Planen wir bald einen Besuch einer Kunstausstellung. Lektion 4. Bedeutung der Kommunikation. Es ist wichtig, in jeder Beziehung effektiv zu kommunizieren. Definitiv. Klare Kommunikation schafft Vertrauen und Verständnis. Ja. Es hilft zu verhindern, dass Missverständnisse eskalieren. Unbedingt. Ich denke, es ist entscheidend, offen mit Gefühlen umzugehen. Genau. Es fördert eine tiefere Verbindung zwischen Menschen. Hatten Sie jemals Probleme mit der Kommunikation? Ja, aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, Probleme offen anzusprechen. Ich stimme zu. Es ist immer besser, Dinge zu besprechen, als sie eitern zu lassen. Ja, gesunde Kommunikation kann Beziehungen langfristig stärken. Lektion 5. Einfluss der Sprache.
In der englischen Sprache gibt es heute so viele wissenschaftliche und technische Wörter. Ja, der Einfluss des Lateinischen ist in dieser Hinsicht ziemlich bedeutsam. Unbedingt. Viele Begriffe haben lateinische Wurzeln, vor allem in der Wissenschaft. Es ist faszinierend, wie sich Sprache entwickelt und gleichzeitig diese historischen Verbindungen bewahrt. Ja, das Verständnis dieser Wurzeln kann beim Erlernen neuer Vokabeln helfen. Genau, es verleiht unserem Verständnis der Sprache Tiefe. Haben Sie in Ihren Studien konkrete Beispiele für lateinische Begriffe gefunden? Ja, Begriffe wie aquatisch und nützlich sind gute Beispiele. Die sind perfekt. Es ist interessant, dass sie heute noch relevant sind. Lektion 6. Logisches Denken. Er ist immer sehr logisch und versucht herauszufinden, wie man am besten mit Dingen umgeht. Das ist wirklich bewundernswert. Es ist wichtig, Herausforderungen mit klarem Verstand anzugehen. Unbedingt. Mein Vater ist ein sehr geduldiger Mann, was ihm hilft, unter Druck ruhig zu bleiben. Geduld ist eine wertvolle Eigenschaft, insbesondere in schwierigen Situationen. Ja. Er bringt mir oft bei, einen Schritt zurückzutreten und zu analysieren, bevor ich reagiere. Das ist eine großartige Lektion. Hast du es in deinem eigenen Leben als hilfreich empfunden? Definitiv. Es hilft mir, bessere Entscheidungen zu treffen, besonders bei der Arbeit. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil wäre. Haben Sie irgendwelche Beispiele? Vor kurzem stand ich vor einer engen Frist und anstatt in Panik zu geraten, habe ich meinen Aufgaben Priorität eingeräumt. Lektion 7. Airbnb-Empfehlungen. Mir gefällt die Idee. Hast du Empfehlungen für Airbnb-Standorte? Ja, ich habe einige großartige Orte in der Innenstadt gefunden, die gemütlich und erschwinglich sind. Das klingt perfekt. In der Mitte zu sein, macht alles zugänglicher. Genau. Außerdem gibt es einige nette lokale Restaurants in der Nähe. Das ist ein Bonus. Ich liebe es, auf Reisen lokale Küche auszuprobieren. Ich auch. Haben Sie bestimmte Stadtteile in Betracht gezogen? Ich habe an das Kunstviertel gedacht. Ich habe gehört, dass es lebendig und voller Leben ist. Gute Wahl. Es ist bekannt für seine Galerien und kulturellen Veranstaltungen. Ja, ich freue mich darauf, diese Gegend zu erkunden. Irgendwelche anderen Tipps, um gute Airbnbs zu finden? Lektion 8. Bewusstsein für Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist ein ernstes Problem. Wenn Sie eine Frau fragen würden, der die Hilfe verweigert wurde, die sie braucht, Sie könnte ihre Frustration und Enttäuschung ausdrücken. Ja, viele Menschen sind sich der Kämpfe der Bedürftigen nicht bewusst. Unbedingt. Es ist wichtig, das Bewusstsein zu schärfen und für Veränderungen einzutreten. Waren Sie an Initiativen zur Unterstützung von Obdachlosen beteiligt? Ich habe letztes Jahr an einer lokalen Lebensmittelaktion teilgenommen, und sie war sehr wirkungsvoll. Das ist wunderbar. Jede noch so kleine Anstrengung zählt, wenn es darum geht, etwas zu bewegen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Community zusammenkommt.
Ich stimme zu. Lassen Sie uns über weitere Möglichkeiten nachdenken, wie wir zu dieser Sache beitragen können. Lektion 9. Kleidung einkaufen. Hey, ich muss ein paar neue Klamotten kaufen. Großartig. Wonach suchst du? Ich hoffe, etwas Lässiges und doch Stilvolles für den Alltag zu finden. Das klingt nett. Hast du eine bestimmte Farbe im Sinn? Normalerweise bevorzuge ich neutrale Farben. Sie lassen sich leicht mischen und kombinieren. Das ist klug. Es ist immer gut, vielseitige Teile in ihrer Garderobe zu haben. Genau. Ich möchte auch ein gutes Paar Schuhe finden. Bequeme Schuhe sind unerlässlich. Suchst du nach Sneakers oder etwas Schlichterem? Ich glaube, ich entscheide mich für Sneaker. Sie sind perfekt für lässige Ausflüge. Lektion 10. Tagesabläufe. Nicht wirklich. Einfach arbeiten und dann vielleicht später ins Fitnessstudio. Ah, ich verstehe. Hört sich an, als hättest du einen vollen Terminkalender. Ja. Ich versuche, Sport zu treiben, wann immer ich kann. Das ist wichtig. Aktiv zu bleiben ist für ein ausgeglichenes Leben unerlässlich. Unbedingt. Ich muss später auch ein paar Einkäufe erledigen. Gute Idee. Was steht auf deiner Einkaufsliste? Ich brauche frisches Obst und Gemüse und vielleicht ein paar Snacks. Klingt gesund. Hast du irgendwelche Lieblingssnacks? Ich liebe Nüsse und Joghurt. Sie eignen sich hervorragend für schnelle Energie. Lektion 11. Änderungen und Vorschläge. Wir können einige Änderungen vornehmen, um das Projekt zu verbessern. Ich freue mich über deine Vorschläge. Welche Änderungen haben Sie im Sinn? Ich denke, wir sollten den Zeitplan anpassen, um mehr Tests zu ermöglichen. Das ist eine kluge Idee. Es ist besser, gründlich als überstürzt vorzugehen. Genau. Qualität sollte immer an erster Stelle stehen. Ich stimme zu. Wir wollen sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Ja. Ich werde einen überarbeiteten Plan entwerfen, den wir gemeinsam überprüfen können. Großartig. Lassen Sie uns weiter zusammenarbeiten, um das Beste daraus zu machen. Ich freue mich auf die Verbesserungen. Lektion 12. Reisewünsche. Hallo. Hast du jemals darüber nachgedacht, in ein neues Land zu reisen? Ja, habe ich. Es geht mir schon eine Weile durch den Kopf. Das ist aufregend. Haben Sie ein bestimmtes Reiseziel vor Augen? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur und das Essen faszinieren mich. Japan klingt unglaublich. Die Geschichte und Traditionen sind dort reich. Unbedingt. Ich möchte die Tempel erkunden und authentisches Sushi probieren. Das ist ein fantastischer Plan. Hast du in irgendeinen Reiseführer geschaut? Ja, ich habe über die besten Sehenswürdigkeiten in Japan gelesen. Das ist großartig. Eine vorausschauende Planung kann das Erlebnis noch besser machen. Lektion 13. Bedenken kommunizieren. Ich dachte, es wäre das Beste, Sie zu informieren, falls es wichtig ist. Das weiß ich zu schätzen.
Klare Kommunikation ist in jeder Situation der Schlüssel. Ja, besonders wenn es um potenzielle Probleme geht. Genau. Es hilft, Bedenken auszuräumen, bevor sie eskalieren. Haben Sie Erfahrungen gemacht, bei denen Kommunikation einen Unterschied gemacht hat? Ja, ich habe einmal ein Missverständnis schnell gelöst, indem ich es aussprach. Das ist ein perfektes Beispiel. Es ist immer besser, die Luft zu reinigen. Unbedingt. Ich glaube, ein offener Dialog fördert Vertrauen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig in unserer Kommunikation. Lektion 14. Einkaufsmöglichkeiten. Das ist mir lieber. Hört sich toll an. Kann ich mir meine Optionen ansehen? Natürlich. Wir haben eine Vielzahl von Artikeln zur Auswahl. Das ist gut zu wissen. Ich suche etwas Einzigartiges. Wir haben einige handgefertigte Artikel, die Ihnen gefallen könnten. Fantastisch. Ich liebe es, lokale Handwerker zu unterstützen. Ja. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte, was es besonders macht. Schauen wir sie uns an. Ich freue mich zu sehen, was du hast. Großartig. Ich zeige Ihnen die beste Auswahl, die wir haben. Ich kann es kaum erwarten, etwas Perfektes zu finden. Lektion 15. Diskussionen in der Community. Von der Mitte aus scheinen einige in der Gemeinde in die entgegengesetzte Richtung gehen zu wollen. Das ist eine interessante Beobachtung. Es ist wichtig, diese Dynamiken zu verstehen. Ja, es kann zu Meinungsverschiedenheiten und Prioritäten führen. Unbedingt. Es ist wichtig für das Wachstum, sich mit unterschiedlichen Ansichten auseinanderzusetzen. Haben Sie Initiativen gesehen, um diese Lücke zu schließen? Hab ich. Einige Gemeindetreffen zielen darauf ab, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Das ist ermutigend. Ein offener Dialog kann zu einem besseren Verständnis führen. Ja, es ist wichtig, um ein Gefühl der Einheit zu fördern. Ich stimme zu. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie sind wichtig für die Community. Lektion 16. Tischmanieren. Ich bin mir auch nicht sicher, was die richtigen Tischmanieren angeht. Beobachten Sie einfach andere und folgen Sie ihrem Beispiel. Das funktioniert normalerweise gut. Das klingt einfach genug. Hast du konkrete Tipps? Ja. Denken Sie immer daran, die Ellbogen vom Tisch fernzuhalten. Ich hab's. Was ist mit der Verwendung von Utensilien? Fangen Sie immer von außen an und arbeiten Sie sich bei jedem Kurs ein. Das ist hilfreich. Ich werde oft mit mehreren Utensilien verwechselt. Es kann knifflig sein, aber Übung macht den Meister. Stimmt. Ich passe auf, wenn ich das nächste Mal bei einem formellen Abendessen bin. Lektion 17. Hotelstandorte. Mir gefällt die Idee. Haben Sie Empfehlungen für Hotelstandorte? Ja. Ich habe einige großartige Orte im Herzen der Stadt gefunden. Das klingt perfekt. In der Mitte zu sein macht alles zugänglicher. Genau.
Sie werden in der Nähe von Restaurants, Geschäften und Sehenswürdigkeiten sein. Warst du schon einmal an einem dieser Orte? Hab ich. Die Erfahrung war fantastisch und die Gastgeber waren sehr freundlich. Das ist gut zu wissen. Welche Annehmlichkeiten bieten sie normalerweise? Die meisten verfügen über WLAN und Zugang zur Küche und einige beinhalten sogar Frühstück. Wow, das ist praktisch. Ich werde diese Optionen auf jeden Fall in Betracht ziehen. Lektion 18. Unterstützung durch die Gemeinschaft. Ich erinnere mich, als wir das Thema Obdachlose in unserer Gemeinde besprochen haben. Ja, es ist ein komplexes Thema, das mehr Aufmerksamkeit benötigt. Unbedingt. Vielen Menschen ist nicht bewusst, mit welchen Problemen die Bedürftigen konfrontiert sind. Es ist herzzerreißend. Wenn Sie eine Frau fragen würden, der Hilfe verweigert wurde, hätte sie viel zu sagen. Ja, ich kann mir die Frustration und Hoffnungslosigkeit vorstellen. Es ist wichtig, sich für bessere Ressourcen und Unterstützungssysteme einzusetzen. Definitiv. Jede noch so kleine Anstrengung zählt, um einen Unterschied zu machen. Ja, lasst uns unsere Community weiter für dieses Thema sensibilisieren. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir mehr Menschen dazu ermutigen, zu helfen. Lektion 19. Lebensmittel einkaufen. Hey, ich muss ein paar neue Klamotten kaufen. Großartig. Wonach suchst du? Ich hoffe, etwas Lässiges und doch Stilvolles für den Alltag zu finden. Das klingt nett. Hast du eine bestimmte Farbe im Sinn? Normalerweise wähle ich neutrale Farben. Sie passen zu allem. Das ist klug. Vielseitige Stücke sind immer eine gute Investition. Genau. Ich muss später auch ein paar Einkäufe erledigen. Gute Idee. Was steht auf deiner Einkaufsliste? Ich brauche frisches Obst und Gemüse und vielleicht ein paar Snacks. Lektion 20. Projektänderungen. Wir können einige Änderungen vornehmen, um das Projekt zu verbessern. Ich freue mich über deine Vorschläge. Welche Änderungen haben Sie im Sinn? Ich denke, wir sollten den Zeitplan anpassen, um mehr Tests zu ermöglichen. Das ist eine kluge Idee. Es ist besser, gründlich als überstürzt vorzugehen. Genau. Qualität sollte immer an erster Stelle stehen. Ich stimme zu. Wir wollen sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Ja. Ich werde einen überarbeiteten Plan entwerfen, den wir gemeinsam überprüfen können. Großartig. Lassen Sie uns weiter zusammenarbeiten, um das Beste daraus zu machen. Ich freue mich auf die Verbesserungen. Lektion 21. Reiseträume. Hallo. Hast du jemals darüber nachgedacht, in ein neues Land zu reisen? Ja, habe ich. Reisen ist einer meiner größten Träume. Das ist aufregend. Wo würdest du gerne hingehen? Ich würde gerne Italien besuchen. Die Kultur und das Essen faszinieren mich. Italien klingt unglaublich. Die Geschichte dort ist reich und vielfältig. Ja, ich möchte die Kunst, Architektur und lokale Küche erkunden.
Das ist ein fantastischer Plan. Haben Sie angefangen, nach Reisemöglichkeiten zu suchen? Noch nicht, aber ich plane, bald Flüge und Unterkünfte zu recherchieren. Gute Idee. Eine vorausschauende Planung kann das Erlebnis angenehmer machen. Lektion 22. Wichtige Updates. Ich dachte, es wäre das Beste, Sie zu informieren, falls es wichtig ist. Das weiß ich zu schätzen. Klare Kommunikation ist in jeder Situation der Schlüssel. Ja, besonders wenn es um potenzielle Probleme geht. Genau. Es hilft, Bedenken auszuräumen, bevor sie eskalieren. Haben Sie Erfahrungen gemacht, bei denen Kommunikation einen Unterschied gemacht hat? Ja, ich habe einmal ein Missverständnis schnell gelöst, indem ich es ausgesprochen habe. Das ist ein perfektes Beispiel. Es ist immer besser, die Luft zu reinigen. Unbedingt. Ich glaube, ein offener Dialog fördert Vertrauen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig in unserer Kommunikation. Lektion 23. Einkaufsmöglichkeiten. Ich würde lieber sehen, welche Optionen verfügbar sind, wenn das okay ist. Das klingt toll. Wir haben eine Vielzahl von Artikeln zur Auswahl. Das ist gut zu wissen. Ich suche etwas Einzigartiges. Wir haben einige handgefertigte Artikel, die Ihnen gefallen könnten. Fantastisch. Ich liebe es, lokale Handwerker zu unterstützen. Ja, jedes Stück hat seine eigene Geschichte, was es besonders macht. Schauen wir sie uns an. Ich freue mich zu sehen, was du hast. Großartig. Ich zeige Ihnen die beste Auswahl, die wir haben. Ich kann es kaum erwarten, etwas Perfektes zu finden. Lektion 24. Gemeinschaftsdynamik. Von der Mitte aus scheinen einige in der Gemeinde in die entgegengesetzte Richtung gehen zu wollen. Das ist eine interessante Beobachtung. Es ist wichtig, diese Dynamiken zu verstehen. Ja, es kann zu Meinungsverschiedenheiten und Prioritäten führen. Unbedingt. Es ist wichtig für das Wachstum, sich mit unterschiedlichen Ansichten auseinanderzusetzen. Haben Sie Initiativen gesehen, um diese Lücke zu schließen? Hab ich. Einige Gemeindetreffen zielen darauf ab, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Das ist ermutigend. Ein offener Dialog kann zu einem besseren Verständnis führen. Ja, es ist wichtig, um ein Gefühl der Einheit zu fördern. Ich stimme zu. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie sind wichtig für die Community. Lektion 25. Home-Decor-Abenteuer. Ich freue mich auf unser Wohndekor-Abenteuer. Es wird so viel Spaß machen. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, alle Möglichkeiten gemeinsam zu erkunden. Unbedingt. Es gibt so viele Stile und Ideen, die es zu berücksichtigen gilt. Ja. Haben Sie ein bestimmtes Thema für Ihren Raum im Sinn? Ich denke an einen gemütlichen, rustikalen Look mit vielen Pflanzen. Das klingt herrlich. Ich finde es toll, wie Pflanzen Leben in einen Raum bringen können. Genau. Was ist mit dir? Zu welchem Stil neigst du?
Ich denke über einen modernen minimalistischen Ansatz nach. Ich mag klare Linien. Das ist eine gute Wahl. Es kann eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Lektion 26. Unterkünfte in Galveston. Gute Unterkünfte sind für einen angenehmen Aufenthalt unerlässlich. Unbedingt. Galveston bietet eine Reihe von Optionen, von Hotels bis hin zu Strandhäusern. Das ist toll zu hören. Hast du irgendwelche Favoriten? Ich mag die Immobilien am Strand sehr. Mit Meerblick aufzuwachen ist unglaublich. Das kann ich mir vorstellen. Die Nähe zum Strand muss so entspannend sein. Ja. Außerdem bieten einige Orte sogar einen Verleih von Wassersportarten in der Nähe an. Das klingt lustig. Ich würde gerne Paddeln oder Kajakfahren ausprobieren. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Küste zu erkunden. Schauen wir uns einige Optionen für unsere nächste Reise an. Lektion 27. Buchempfehlungen. Ich habe großartige Dinge über Stolz und Vorurteil von Jane Austen gehört. Ja, es ist ein Klassiker. Die Charaktere sind so gut entwickelt. Ich liebe es, wie es Themen wie Liebe und soziale Klasse untersucht. Unbedingt. Der witzige Dialog macht das Lesen angenehm. Hast du es mehr als einmal gelesen? Ja, habe ich. Jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Das ist das Schöne an großartiger Literatur. Was ist dein Lieblingsteil? Ich liebe den Charakter von Elizabeth Bennet. Sie ist so willensstark. Ich stimme zu. Ihre Reise ist inspirierend. Lektion 28. Gemeinnützige Arbeit. Ich helfe auch. Wir sammeln Blätter mit unseren Händen und machen einen großen Haufen. Das klingt nach einer unterhaltsamen Art, sich in der Community zu engagieren. Unbedingt. Es ist befriedigend, die Ergebnisse unserer Arbeit zu sehen. Ja, außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Genau. Jeder macht mit und es entsteht ein Gefühl von Kameradschaft. Haben Sie an anderen gemeinnützigen Projekten teilgenommen? Hab ich. Ich arbeite auch ehrenamtlich bei der örtlichen Lebensmittelbank. Das ist wunderbar. Es ist so wichtig, die Bedürftigen zu unterstützen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns weiterhin Wege finden, gemeinsam etwas zurückzugeben. Lektion 29. Überlegungen zur Buchung. Bevor Sie die Buchung abschließen, ist es wichtig, mit dem Eigentümer zu kommunizieren, um die Einzelheiten zu klären. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Genau. Ich frage gerne nach Stornierungsbedingungen und zusätzlichen Gebühren. Ja, wenn Sie diese Details kennen, können Sie sich später vor Überraschungen schützen. Haben Sie Erfahrungen gemacht, bei denen Kommunikation geholfen hat? Ja. Ich habe einmal die Check-in-Zeiten geklärt, und das hat meine Ankunft viel reibungsloser gemacht. Das ist großartig. Es ist immer besser, in solchen Situationen proaktiv zu sein. Unbedingt. Ich werde mich vor unserer nächsten Buchung mit Ihnen in Verbindung setzen. Gute Idee.
Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu einem stressfreien Aufenthalt. Lektion 30. Sicherheitsverfahren. Guten Morgen. Haben Sie von der Notausgangsübung im Gebäude gehört? Ja, habe ich. Es ist wichtig zu wissen, was im Notfall zu tun ist. Unbedingt. Sicherheitsverfahren können einen großen Unterschied machen. Ich fühle mich beruhigt zu wissen, dass regelmäßig Übungen durchgeführt werden. Ich auch. Es ist wichtig, auf jede Situation vorbereitet zu sein. Hast du schon einmal an einer Übung teilgenommen? Ja, habe ich. Sie helfen wirklich dabei, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Genau. Es geht darum, ruhig zu bleiben und dem Plan zu folgen. Lassen Sie uns unbedingt besprechen, was wir nach der Übung gelernt haben. Lektion 31. Freundlichkeit in Aktion. Ist Ihnen jemals aufgefallen, wie wunderbar es ist, eine ältere Dame zu sehen, die ihre Einkäufe nach Hause trägt? Ja, absolut. Es wärmt mir wirklich das Herz, ihre Entschlossenheit und Stärke zu sehen. Ich bin sicher, sie schätzt die kleinen Dinge im Leben, wie die frische Luft und die Bewegung. Definitiv. Es ist inspirierend, wie sie trotz ihres Alters alles alleine schafft. Weißt du, es bringt mich dazu, darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, anderen zu helfen, wann immer wir können. Ich stimme zu. Eine einfache Geste wie das Angebot, ihre Taschen zu tragen, könnte ihren Tag so viel schöner machen. Und es ist ein schönes Beispiel für andere in der Community, dem sie folgen können. Genau. Freundliche Handlungen können einen Dominoeffekt hervorrufen und mehr Menschen dazu ermutigen, unter die Arme zu greifen. Es sind Momente wie diese, die uns an den Wert von Mitgefühl und Gemeinschaft erinnern. Lektion 32. Lebenslanges Lernen. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mir Tutorials online ansehe und manchmal an Workshops in meiner Community teilnehme. Das klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, engagiert zu bleiben und neue Fähigkeiten zu erlernen. Das ist es wirklich. Die Vielfalt der online verfügbaren Themen ist erstaunlich. Ich weiß. Du kannst Tutorials zu fast allem finden. Vom Kochen bis zum Programmieren. Genau, und Workshops bieten die persönliche Note, in der Sie mit anderen interagieren können, die ihre Interessen teilen. Ich liebe diesen Aspekt. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu vernetzen und Gleichgesinnte zu treffen. Außerdem kann die praktische Erfahrung, die Sie in Workshops sammeln, von unschätzbarem Wert sein. Unbedingt. Es verstärkt das, was Sie online lernen, und hilft Ihnen, es in realen Szenarien anzuwenden. Lernen sollte eine lebenslange Reise sein. Findest du nicht? Lektion 33. Technische Probleme. Ich stimme zu, es ist frustrierend, wenn Websites einfrieren und das Laden ewig dauert. Es stellt Ihre Geduld wirklich auf die Probe, besonders wenn Sie versuchen, wichtige Informationen zu finden. Richtig? Es fühlt sich an, als würde Zeit verschwendet, nur darauf zu warten, dass eine Seite antwortet. Und das Schlimmste ist, wenn Sie aktualisieren müssen und alles verlieren, was Sie bereits eingegeben haben. Genau. Es ist so nervig, von vorne anfangen zu müssen, nachdem man Zeit in etwas investiert hat. Ich war auch dort. Manchmal frage ich mich, ob es an meiner Internetverbindung oder an der Website selbst liegt. Es kann beides sein, aber es ist noch schlimmer,
wenn es ein entscheidender Moment ist und alles einfach aufhört. Absolut. Dadurch schätze ich Websites, die reibungslos laufen, noch mehr. Ja, gutes Webdesign und gute Funktionalität sind für eine gute Benutzererfahrung unerlässlich. Lektion 34. Reisetipps. Normalerweise verwende ich Websites wie Booking.com oder Hotels.com, wenn ich eine Reise plane. Das sind großartige Ressourcen. Sie vereinfachen wirklich die Suche nach einer Unterkunft. Ganz gewiss, die Vergleichsfunktion hilft dabei, verschiedene Preise und Annehmlichkeiten nebeneinander zu sehen. Und die Bewertungen anderer Reisender sind unglaublich hilfreich bei der Entscheidungsfindung. Ja. Wenn Sie über die Erfahrungen anderer lesen, können Sie die besten Optionen finden. Außerdem spart es viel Zeit, sodass Sie sich auf die Planung der unterhaltsamen Teile Ihrer Reise konzentrieren können. Genau. Ich finde es toll, wie einfach es ist, Ergebnisse nach Ihren Bedürfnissen zu filtern. Es ist so praktisch, Orte zu finden, die Ihrem Budget und Ihren Vorlieben entsprechen. Und wenn Sie im Voraus buchen, erhalten Sie oft auch bessere Angebote. Lektion 35. Geschäftliche Zusammenarbeit. Sollen wir anfangen, über unsere mögliche Partnerschaft zu sprechen? Ja, ich glaube, das ist eine großartige Idee. Es ist wichtig, dass wir zuerst unsere Ziele aufeinander abstimmen. Unbedingt. Die Vision des jeweils anderen zu verstehen, wird eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit bilden. Und es ist wichtig, unsere Rollen klar zu definieren, um spätere Verwirrung zu vermeiden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichen Partnerschaften. Genau. Wir sollten auch Meilensteine setzen, um unsere Fortschritte effektiv verfolgen zu können. Guter Punkt. Regelmäßige Check-ins können uns helfen, auf derselben Wellenlänge zu bleiben. Ja, und es ermöglicht uns, Probleme zu lösen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringen könnte.